Herzlich willkommen zu unserer Reihe Die GWS spricht. Diesmal im Rahmen unserer Expertenserie Digitalisierung. Wie immer mein Gast Christian Feldmann. Hallo Christian. Hallo Manfred. Im letzten Video haben wir ja noch einmal die beiden Stufen thematisiert der Digitalisierung und wir haben angekündigt, uns darüber zu unterhalten, was die GWS konkret für diese Stufen macht. Christian, was kannst du dazu sagen? Ja, tatsächlich haben wir die zwei Stufen und ich möchte einfach, um es zwar nicht komplizierter, aber noch ein bisschen eingängiger zu machen, möchte ich diesen Stufen Dimensionen mitgeben. Diese Dimensionen sind 4 an der Zahl und ich möchte sie auch kurz benennen. Befähige Mitarbeiter, bewege Kunden, optimiere Abläufe und transformiere Produkte. Das sind die 4 Dimensionen, die ich den beiden Stufen mitgeben möchte. Vielleicht ganz kurz eingriffen, das heißt, die zweite Stufe war ja Wachstumspotenzial. Und Wachstumspotenzial wird sich in diesen 4 Dimensionen abspielen. Habe ich das richtig verstanden? Beide Dimensionen. Also die erste und zweite. Genau, also die Stufen sind Teil der Dimensionen. Damit wir das Ganze ein bisschen plastischer bekommen, möchte ich ein Pyramidenmodell vorschlagen. Das hat also 4 Seiten, das sind unsere Dimensionen. Also die Seite befähige Mitarbeiter, bewege Kunden, optimiere Abläufe und transformiere Produkte. Und die Stufen einer jeden Seite enthalten eben entweder Kostensenkungspotenziale oder Wachstumspotenziale. Aber das sind eben die Schritte, die Schritte auf dem Weg zu einer Exzellenz, die eben dann bedeutet, ein Unternehmen ist auf den verschiedenen Seiten der Pyramide, auf den verschiedenen Dimensionen digitalisiert. So können wir quasi mit dem Pyramidenmodell verschiedene Stufen zur Digitalisierungsexzellenz beitragen. Genau, weil auch nicht jede Seite der Pyramide, denke ich, in jedem Unternehmen gleich ausgebildet ist. Ja, genau. Also ich sage mal, eine ägyptische Pyramide hat womöglich überall die gleichen Stufenebenen. Ja? Und das wird jetzt bei diesem Modell wird das nicht ganz so passen. Nicht für jede Firma zutreffen. Nicht für jede Firma und die Stufen sind dann unterschiedlich groß. Also da kann man eben gucken, wie man damit umgeht. Aber dieses Pyramidenmodell und die Dimensionen möchte ich verwenden, um darzustellen, welche Impulse die GWS verwendet, um Kunden bei der Digitalisierung zu helfen. Um das Ganze transparenter zu machen, wollen wir uns natürlich jetzt nur mit einer Dimension beschäftigen. Erstmal in diesem Video. Welche Dimension wird das sein? Ich denke, wir beginnen mit der Dimension optimiere Abläufe. Optimiere Abläufe sind also aus klassischer IT-Sicht heraus gesprochen Themenstellungen, wo Schnittstellen aufgebaut werden, damit manuelle Vorgänge reduziert werden können, Prozesse werden automatisiert. Das, was klassische IT-Systemlösungen also vom Ansatz her mitbringen und mit dem Gedanken eben auch, dass man Unternehmensprozesse effizienter und auch günstiger, kostengünstiger herstellt. So, und praktisches Beispiel wäre schön. Gib mir noch eine Sekunde, bevor wir zu dem praktischen Beispiel kommen. Warum beschäftigen wir uns gerade im Thema der Digitalisierung mit optimiere Abläufe? Warum ist diese Handlungsdimension so wichtig? Und das möchte ich wie folgt darstellen. Wenn eine Unternehmensumgebung gegeben und fest ist, dann können sich Unternehmensstrukturen daraus ableiten, die möglichst effizient aus wirtschaftlicher Sicht sind und effektiv, um das Ziel zu erreichen. Jetzt ist es so, in stabilen Umgebungen ist das alles wunderbar. Das Unternehmen verdient Geld und die Kunden sind zufrieden und alles ist wunderbar. Jetzt verändern sich aber die Unternehmensumgebungen durch Technologien, durch Wettbewerber, durch Marktveränderungen und die Prozesse in dem Unternehmen müssen sich anpassen. Wenn sie sich nicht anpassen, dann können sie womöglich noch effektiv sein, sind aber nicht mehr effizient. Das heißt, sie erreichen zwar noch das Ziel, das ursprüngliche, den Kunden zufriedenzustellen, womöglich, aber sie sind nicht mehr effizient, zum Beispiel aus kaufmännischer Perspektive. Vielleicht einmal böse formuliert, ganz platt heißt, früher sagte man, wenn du deine Branche verstehst, deine Kunden verstehst und keinen Fehler machst, ist alles gut. Und da kannst du dich sozusagen optimieren in deinem Raum. Das gilt heute nicht mehr. Durch Digitalisierung, durch den Veränderungsdruck wird jede Firma, die sich nur auf das Bestehende konzentriert und nicht verändert, verlieren. Ich glaube, du hast grundsätzlich recht. Die Aussage bleibt die gleiche. Wenn du deine Kunden oder deine Branche verstehst,
dann kannst du keinen Fehler machen. Das ist auch heute so. Nur, dass die Änderung, dass diese Umgebung sich halt ständig ändert. Richtig. Das heißt, dadurch, dass sich die Branche neuen Herausforderungen gegenübersteht und gegenüber sieht, müssen sich eben auch die Unternehmen anpassen, damit sie keinen Fehler begehen. Und da ist eben jetzt diese Handlungsdimension, optimiere Abläufe eine, in der wir eben mit unseren Kunden darüber sprechen, wie die Abläufe des Unternehmens möglichst optimal sein können, unter der Bedingung, dass eben auch die Randbedingungen sich mitändern. Und jetzt möchte ich zu deinem praktischen Beispiel kommen. Genau. Nehmen wir irgendein IT-System, was die GWS schon seit Jahren einführt, Dokumentenmanagement beispielsweise. Und im Dokumentenmanagement-Umfeld haben viele unserer Kunden das System standardmäßig bereits mit eingeführt. Und es ist eben so, dass wir Dokumente scannen und diese Inhalte dann eben prozessbegleitend verwenden und auch revisionssicher im Archiv ablegen können. So weit, so gut. Wenn ich jetzt dahin gehe und sage, das ist ein kosteneffizienter Prozess, dann bin ich ideal, was meine Dokumentenprozesse angeht, meine Ablage von Dokumenten angeht. Ich kann Workflows und Freigaben damit moderieren, alles wunderbar. Ein Potenzial wäre womöglich, wenn ich das Ganze kundenorientiert auch dahin begehe, sagen wir mal im B2C-Umfeld, dass ich meine Kunden über die Bearbeitungsschritte informiere. Also ich informiere ihn mit Hilfe des Archivs und mit Hilfe von weiteren Technologien und informiere ihn, dass seine Anfrage eingegangen ist, dass ich darüber hinaus einen Status im Prozessschritt weiter vorangekommen bin, dass sich ein Ergebnis erreicht hat oder dass ein Ersatzteil auf dem Weg zu ihm ist. All das kann natürlich anhand von einzelnen Prozessschritten erfolgen und könnte auch durch das DMS getriggert an der Stelle den Kunden erreichen und der Kunde bekommt Informationen darüber, wie die Prozesse sich im Unternehmen verändern. Er fühlt sich wahrgenommen, er fühlt sich ernst genommen, er fühlt sich informiert. Und das ist etwas, wo Kunden heute aus unserer Erfahrung heraus sehr großen Wert drauf legen, dass sie nicht irgendwo eine Information abgeben und dann ewig warten müssen, bis das passiert, sondern sie möchten proaktiv informiert werden. Da fühlen sie sich wertgeschätzt. Transparenz für den Kunden, der braucht nicht nachfragen. Ich habe keine Ressourcen gebunden und kann meine Abläufe effizient, sauber durchführen. Das ist für unsere Kunden dann quasi das Plus. Genau. Und so lässt sich also ableiten, dass aus der klassischen Sicht, also dieser Handlungsdimension optimiere Abläufe, wo wir ja von Prozessmodellierung sprechen, vielleicht auch von Organisationsveränderungen, aber auch von IT-Unterstützung, dass diese klassische Facette doch einen modernen Aspekt bekommen kann, indem wir eben mit den Werkzeugen neue Funktionalitäten zur Verfügung stellen, die den Kunden mit in den Vordergrund rücken. Mit ins Boot holen, manchmal vielleicht sogar erstmal. Auch das, genau. Ja. Gut, ich denke, für unser erstes Video, für diese Dimensionen, soll es erstmal genug sein. Wir sehen uns hoffentlich zum weiteren Video demnächst wieder. Danke, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen.